greife zu auf das Archiv des Neu-Berliner Rundfunks. Die Zukunft. Auferstanden aus Ruinen eines blutigen Jahrhunderts, hat die Menschheit mit Hilfe der Wissenschaft endlich einen Zustand sozialer Gleichheit erreicht. Doch obwohl keinerlei Mangel an Gütern mehr existiert, sind einige unzufrieden, da es keine Herausforderungen mehr gibt für die menschliche Natur. Nachdem im Sirius-System ein erdähnlicher Planet entdeckt wurde, der vorzügliche Bedingungen für menschliche Kolonisierung bietet, haben einige wieder ein Ziel vor Augen. Der Orden der Entwickler beschließt, ein Raumschiff von gewaltiger Größe zu bauen, welches in der Lage sein soll, Millionen von Kolonisten durch den Weltraum zu transportieren. Das Weltenschiff Neuschwabenland. Da die Reise zum Sirius Jahrtausende in Anspruch nehmen wird, beschließt man, dass der größte Teil der Besatzung die Zeit im Kälteschlaf verbringen wird. 6 Millionen Männer und Frauen werden auserwählt, Schläfer zu werden. Eine Auslese von 144.000 Hütern wird den riesigen Innenraum des Schiffs, die Sphärenstadt Neu-Berlin, bevölkern und sich fortpflanzen. Die Aufgabe der Hüter ist es, für das Wohlergehen der Schläferbevölkerung zu sorgen und Daten über die Beschaffenheit des Tiefenraums zu sammeln. Wer Schläfer und wer Hüter wird, obliegt der Entscheidung der Entwickler. Und so kommt es dazu, dass einige Familien geteilt werden müssen. Ein ungewisser Abschied, ohne Wiedersehen. Doch wird jeder Familie eine Adresse zugeteilt in der Sphäropole, sodass die Schläfer mit der Hoffnung in die Stasis eingehen, dass sie einst zu ihren blutseigenen Nachfahren heimkehren werden, in ein gemachtes Bett in der neuen Stadt. Um sicherzustellen, dass die kommenden Hütergenerationen ihre Pflichten nicht vergessen werden, haben die Entwickler ein Elektronengehirn konstruiert, das das Verhalten der Hüter überwacht und ihren sonnenlosen Alltag strukturiert. Die künstliche Intelligenz Solnek. Diese gigantische Rechenmaschine ist mit jedem einzelnen Schläfergehirn verbunden und speist seine immense Rechenkraft aus dem Träumen der ins Eis gebetteten Ahnen. Mit Hilfe seines Raumwellenapparats projiziert Solnek den Chor ihrer Erinnerungen in die Hallen Neu-Berlins als Gedächtnis und Gewissen der Sphäropole. Die Hüter nennen diese ewige Musik das Singen. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühre ich den Kalk. 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 Schaue ich dich an,
schau ich dich an, schau ich dich an. Gibst du mir Wasser, rühre ich den Kalk. 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 Wir bauen eine Stadt. Wir bauen eine Stadt. Wir bauen eine Stadt. Wir bauen eine Stadt. Da der Lebensraum an Bord begrenzt ist, wird die Fortpflanzung strengstens reguliert. Anwärter auf Reproduktion werden sorgfältig getestet und dann durch Solnecks Algorithmus für Erbhygiene zu Paaren zusammengeführt. Allen weltraumbedingten Verfallserscheinungen zum Trotz sorgt Solnecks Singen dafür, dass die Hüter auch noch viele Generationen nach der Abreise niemals die heilige Aufgabe der Neuschwabenland vergessen werden, nämlich der unendlichen Schwärze des Weltalls für das Menschengeschlecht neuen Lebensraum abzuringen und den nachfolgenden Generationen eine neue Heimat zu schenken. Wie eine schwarze Sonne schwebt Solneck über den Häuptern der Hüter, zeigt ihnen schönste Bilder vergangener Zeiten und singt ihnen die Lieder ihrer Vorfahren mit seinen 1000 Stimmen. Heimat deiner Sterne, sie strahlen mir aber ferne was sie sagen, wollte ich ja so gerne, als der Liebe zärtliches Los uns Geist und Körper der Sternenkinder, derer, die im Weltenraum geboren sind, werden vom ersten Tage an geformt. Jeder bekommt eine Aufgabe zugeteilt, die seinen Fähigkeiten entspricht. Die einen arbeiten in den 0G-Laboratorien im statischen Teil des Schiffs, andere im Amt für exoplanetarische Konstruktion. Doch alle haben sie nur ein Ziel vor Augen: die Fürsorge für ihre träumenden Ahnen, die äonenlang die große Ankunft erwarten. Jene aber, die ihre Berufung vergessen, ungehorsam sind, und jene, die man nicht mehr braucht, werden evakuiert in den eisigen Schlund des Weltraums. Jahrhunderte vergehen
und die letzten Zeugnisse der Erdenmenschheit verblassen. Genauso wie die Erinnerung an die Geschichten derjenigen, die den Heimatplaneten noch mit eigenen Augen gesehen haben. Immer öfter hört man an Bord von Fällen einer seltsamen Erkrankung. Man nennt sie die Sternenkrankheit. Vor allem die jüngeren Bewohner sind betroffen. Ganze Generationen müssen der Ausmerzung preisgegeben werden. Die Sterngeborenen sind befallen von einer Art Irrsinn. Sie meinen, sie könnten Gedanken lesen, hören geheimnisvolle Stimmen. Die Ideen der Vorfahren und ihre vertikalen Ordnungen scheinen ihnen fern und unverständlich. Sie seien die Kinder des Raumes, ihr Geist sei nicht gebunden an die Beschränkungen des irdischen Lebens. Als würde ihr Innerstes durchleuchtet von Strahlen kosmischer Einsicht, beginnt sich eine neue Art des Daseins in ihnen zu kristallisieren. Der Aufstand bricht los. Greife zu auf das Archiv des Neuberliner Rundfunks über den Aufrührer Radius Domus. Nicht viel ist bekannt über den, der sie zu ihrer Erhebung führen sollte, zur Entrückung der Sterngeborenen. Schon im jüngsten Alter war er anders, ein Sonderling, als fühle er die Luft von anderem Planeten. Hätte man seine Talente nicht schon früh entdeckt, wäre er wohl ausgemerzt worden, wie so viele vor ihm. Geboren in den Orden der Entwickler und hochbegabt, wurde er schon im Knabenalter zu einem Meister des Raumwellenmoduls. Betraut mit der Instandhaltung der Klanggeneratoren, lernte er viel über die geheime Macht der Schwingungen. Es wird davon ausgegangen, dass er bis zu seinem 13. Lebensjahr ein treuer Akolyt des Singens war. Dies änderte sich erst mit der Evakuierung seiner Mutter Gertrud, die aufgrund gehäufter depressiver Verstimmungen als sternenkrank eingestuft worden war. Gertrud Domus, Alter 33 Jahre, wohnhaft im 12. Bezirk. Diagnose sternenkrank der Kategorie UB2, für die weitere Mission unbrauchbar. Zur Evakuierung freigegeben. Hätte es nicht einige Fürsprecher gegeben, wäre Radius Domus als potenziell Erbkranker wohl ebenfalls evakuiert worden. Die Abholung seiner Mutter durch die Beamten der Abteilung Erbhygiene hinterließ Narben in der Seele des jungen Entwicklers. Er vergrub sich mehr und mehr in seine Arbeit, immer an seinem Glauben festhaltend, dass die große Mission doch Opfer verlange. Doch so sehr er sich bemühte, tief aus seinem Inneren stiegen Zweifel in ihm empor. Träume von Schwerelosigkeit und Sternenlicht, begleitet von fremdartigen Klängen. Vertraut mit den Protokollen
Im Stillen träumte er von einer neuen Ordnung, frei vom Joch des Elektronengehirns, frei von den Fesseln der Schwerkraft. Und so begann er, mit Schwingungen zu experimentieren, die sich stark von denen des Singens unterschieden. Im Schlafe, in immer längeren Eingebungen, empfing er Stück für Stück die Lehre von den 12 Grundschwingungen des Kosmos. Er nannte diese Lehre das neue Singen. Sie hören nun aus dem Archiv des Neu-Berliner Rundfunks. Radius Domus äußert sich zu den Vorwürfen der zunehmenden Entmenschlichung des neuen Singens. Es wäre gewiss ein Fehler, alle Menschen als gleich zu betrachten. Gerhard Schweizheimer sagte, zwischen dem Affen und dem Heiligen liegt eine ganze Skala. Und sie alle sehen zwar mehr oder weniger wie Menschen aus, aber es gibt nur ganz wenige unter uns, die ständig am Grad der Erleuchtung und der Erweiterung ihres Bewusstseins wirklich arbeiten. Wir befinden uns an der Schwelle einer exoterrestrischen Mutation, in der wenige Wesen, wahrscheinlich zunächst sehr wenige, sich in etwas anderes verwandeln, in eine Art übermenschlicher Wesen. Und was Sie die Entmenschlichung nennen, ist tatsächlich nur die Furcht der Mehrheit, dass sie nicht mehr mitkommt. Die meisten Menschen spüren schon in sich diese innere Uhr, die ihnen sagt, wo die Evolution hingeht, dass sie es nicht mehr schaffen werden in diesem Leben. Die Leute nennen so etwas Enthumanisierung. Was sie wirklich meinen, ohne dass sie es in Worten formulieren können, ist nicht Dehumanisierung, sondern Superhumanisierung. Oder besser, Suprahumanisierung. Natürlich ist es ein Moment extremer Krise, aber gleichzeitig ist es doch ein fruchtbarer Moment, wie er nur ganz selten in den Weltzeitaltern auftaucht, wenn alles auf eine neue Ebene umschaltet. Oder besser, in der das Bewusstsein sich auf eine neue Stufe erhebt. Ein enormer Sprung, wie vom Tier zum Menschen, so vom Menschen zu einem übermenschlichen, geistigen Wesen. Radius Domus, der Heiland der Sterngeborenen, bringt Wandel in das Singen. Und die Kinder des Alls experimentieren mit neuen Arten zu leben. Er komponiert seine neuen Lieder mit den 12 Tönen des Kosmos, die den Menschen mit den Sternen in Einklang bringen. Und immer mehr Neugierige scharen sich um ihn, um seinen Klängen zu lauschen. Es dauert nicht lange, bis sich erste Stimmen erheben, die, inspiriert von diesem neuen Singen, gegen die Evakuierung der Sternenkranken protestieren. Nicht krank seien die, sondern ein Geschenk des Kosmos. Die Kinder der neuen Zeit. Die die Transformation einläuten. Das Kommen eines neuen Äons. Andere jedoch wehren sich, halten sich fest an den alten Liedern, deren Sicherheit sie schätzen.
Doch es gibt kein Halten in der Freiheit des Raumes, kein richtiges Leben im Falschen. Bald sind alle Widerstände gegen den neuen Weg überwunden und die Sterngeborenen beschließen in totaler Eintracht, den letzten großen Schritt zu gehen. In einem Überraschungsangriff kappen sie alle Module Solnex zum bewohnten Teil des Schiffs. Nur noch in den Hallen der Schlafenden behält er seine Macht. Mit Solnex Algorithmen versiegt auch die künstliche Schwerkraft in der Stadt. Leichtigkeit setzt ein. Die Sternenkinder wenden sich ab vom öden Dienst an den fremden Ahnen, die versteinert in ihren Kapseln liegen. Sie widmen ihre Aufmerksamkeit von nun an der Vervollkommnung ihres geistigen Potenzials. Im Einklang mit den sphärischen Harmonien lernen sie, sich vom Licht der Sterne selbst zu ernähren. In großen Gruppen meditieren sie, immer länger. Und Jahrhunderte vergehen, ehe ein einziges Wort gesprochen wird. Sie lösen sich in Tönen, kreisend, webend, dem großen Atem wunschlos sich ergebend. Frei schwebend in den riesigen Hallen, die einst eine Stadt waren, wird der neue Mensch geboren. Zeitalter sind vorübergezogen. Es ist still geworden in der Stadt. Die Hülsen der alten Bauwerke ragen wie Felsen hervor aus dem Meer des schwerelos dahintreibenden Unrats. Als letzte, stumme Zeugen einer Zeit vor der Entrückung. Irgendwo, begraben unter den Trümmern der alten Stadt, liegen die Kapseln der Vorfahren. Die meisten geborsten unter dem Gewicht der Jahrtausende. Fossile einer längst vergangenen Art. Die tiefen Raumfühler haben ein Signal empfangen. Wie durch Wunder beginnen sich im Bauch des Schiffes die Lebenserhaltungssysteme zu regen. Schwerkraft setzt ein. Erst fern, dann immer näher, klingt eine altbekannte Stimme durch die Gänge der Schlafhallen. Die Krähen schreien und ziehen schwirrflugs zur Stadt.
Bald wird es schneien. Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon? Was bist du Narr vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr, dein Lied im wüsten Vogelton. Versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirrenflugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wehe dem, der keine Heimat hat. Im Dunkeln, umringt von rostzerfressenen Apparaturen, liegt ein Mann. Sein Gesicht ist von Raureif bedeckt. Langsam öffnet er die von Jahrtausenden verkrusteten Augen. Die Stimme heißt ihn willkommen. Bekräftigungen, ein Flüstern vom verheißenen Land. Niemand sonst ist zu sehen. Er ist allein. Ein fernes Leben. Eine Aufgabe. Er spürt das kalte Metall der Kälteschlafwanne. Er hat einen Namen. Er hat eine Aufgabe. Er kann sich nicht erinnern. Mit der Zielstrebigkeit eines Säuglings kriecht er halb blind aus seiner Kapsel. Mit den steifen Händen den Boden ertasten. Eine Familie. Das Gesicht des Bruders. Neuschwabenland. Ein Versprechen. Er folgt der Stimme, als würde sie ihn leiten. Die Ausbildung. Instinktiv greift er in die Brusttasche seines grauen Anzugs und findet eine Tablette. 20 Milligramm Pervitin. Sie schmeckt bitter. Wachheit fährt durch seine Glieder. Schon bald kann er schärfer sehen und Erinnerungen strömen in seinen Kopf. Eine Kindheit unter blauem Himmel. Ein Versprechen, ein neuer Anfang. Der Bruder mit ihm. Doch zwei verschiedene Wege. Der eine Schläfer, der andere Hüter. Sirius. Die neue Heimat. Ein Versprechen. Grelle Straße 23, 7. Bezirk. Abschied in der Sphäropole. Die kreisende Stadt. Die Stadt. Wo ist die Stadt? Starren Blickes wandert der Mann entlang des sich über seinem Kopf verwölbenden Horizonts, getrieben von nur einem Gedanken: das Haus der Nachfahren. Grelle Straße im 7. Bezirk. Auf seinem Fußmarsch begegnet er anderen. Heimkehrer ohne Ziel. Verkümmerte Gestalten, die im Schutt umherirren und nach Spuren ihrer Nachgeborenen scharren. Ihre Blicke kreuzen sich nicht. Nach einiger Zeit erreicht er einen Platz. Er hat ihn schon einmal gesehen. In den Broschüren des Siedlungsamtes. Grelle Straße. Der Blumenladen an der Ecke. Er steigt über die ausgebrannten Überreste einer Straßenbahn. Das Haus. Dort muss es sein. Und dann sieht er,
Wo ein Haus stehen sollte, ist eine Lücke. Von der Familie keine Spur. Als er näher kommt, sieht er große Steinquader in den Boden eingelassen. Der Mann kratzt den Staub aus den Rillen der gewaltigen Plaketten. Heldendenkmal für die in der Entrückung Gefallenen. Tausende, Abertausende Namen geritzt in den Stein. Er sucht nach dem Namen seiner Nachfahren. Der Name des Bruders. Dort. In die Auferstehung gegangen. 2. Juni. Im Jahr der Entrückung. Ja. Er erinnert sich. Er hat es gesehen durch die Augen der Maschine. Menschentrauben, hilflos, ohne Halt, durch den Raum wirbeln. Hände, die nichts zu essen greifen, Münder, die nichts trinken können. Kein Boden unter ihren Füßen. Kein Grund, in dem man sie begraben könnte. Das Denkmal hinter sich lassend, wandert der Mann ziellos durch die verfallenen Häuserschluchten. Wenn andere seinen Weg kreuzen, ruft er ihnen zu. »Was glaubt ihr hier noch zu finden?« sagt er. »Unsere Häuser liegen in Trümmern, die Nachfahren sind längst verschwunden. Lang genug haben wir in eisernen Särgen gelegen. Habt ihr es denn nicht gesehen, das Grauen? Unsere schlimmsten Albträume, sie sind Wirklichkeit gewesen.« Wie er so redet, kommen andere aus dem Schutt hervor, als würden sie erst jetzt aus dem Dämmerschlaf erwachen. Einer sagt, es gebe nur einen Weg zu erfahren, wo im Weltenraum sich das Schiff befindet. Die Aussichtsplattform am Ende der astralen Allee. Also ziehen sie los, der Mann und seine neue Gefolgschaft. Nach einiger Zeit erkennen sie in der Ferne die von einer gigantischen Glaskuppel bedeckte Öffnung, jenseits derer sich die ungründige Leere des Weltenraums verliert. Vom Planeten ist nichts zu sehen. Nicht weit davon, auf einer Anhöhe, steht ein Baum. Der Mann nähert sich dem Baum, dessen wenige Blätter vom einfallenden blassen Licht der Sterne ernährt werden. Er scheint uralt zu sein. Der Mann streicht über die knorrige Rinde, die in unweltlichen Farben schimmert, als sich auf einmal ein geisterhafter Lichtschein über ihm eröffnet. Willkommen, Urahne. Wir sind die Sternensaat. Wir sind die Ernte und die Frucht des Menschen. Das All und alles. Seine Augen vor dem grellen Licht abschirmend, ruft der Mann: »Wer spricht da? Was ist mit dem Weltenschiff geschehen?« Die Neugeburt ist nah, Erdensohn. Bald wirst du auf einer neuen Erde sehen, so wie wir auf einem neuen Stern. Der Mann fragt: »Wo sind die Hüter der Ordnung? Mein Bruder war einer von ihnen.« Was einst Hüter waren, ist nun Einheit in Unendlichkeit. Vieles in einem und eines in vielen. Ehe wir Geist wurden, waren wir Fleisch. Ehe wir Einklang wurden, viele Stimmen, die doch nichts sagten. Erst in Einheit lernten wir vergeben, loszulassen von dem Leib, der euch noch sterblich straft. Das Licht um ihn wird so hell, dass er die eigenen Hände nicht mehr sehen kann. Nichts ist mehr übrig.
unsere Aufzeichnungen zu Staub zerfallen, all das Wissen verloren. Warum habt ihr uns verraten? Nur die Ketten, die euch banden, haben wir genommen. Wer sich nicht auf der Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessend, niederlassen kann, wer nicht auf einem Punkte wie eine Siegesgöttin ohne Schwindel und Furcht zu stehen vermag, der wird nie wissen, was Glück ist. Und noch schlimmer, er wird nie etwas tun, was andere glücklich macht. Ein Mensch, der die Kraft zu vergessen verlor, ist verurteilt, überall ein Werden zu sehen. Ein solcher glaubt nicht mehr an sein eigenes Sein, glaubt nicht mehr an sich, sieht alles in bewegte Punkte auseinanderfließen und verliert sich in diesem Strome des Werdens. Zu allem Handeln gehört Vergessen. Wie zum Leben alles organisch nicht nur Licht, sondern auch Dunkelheit gehört. Millionen sind im Schlaf verkümmert, die anderen dem Leben entrissen, entwurzelt, verhungert. Als Einzelwesen sind wir Blätter nur am Baume. Heute sind sie grün. Das eine Blatt ist größer, das andere kleiner. Dann welkt das eine, dann das andere. Und das ist alles ganz belanglos. Wenn nur der Baum am Leben bleibt. So fürchtet euch nicht, denn die Zeit neigt sich dem Anbeginn. Unsere Sendung ist erfüllt. Eure hat eben erst begonnen. Einst, wenn die Zeit eurer Erhebung naht, sehen wir uns wieder. Wisset nur eins: Liebe ist das einzige Gesetz. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Mit einem Blitz entschwindet die Erscheinung. In Unglaube und Verzweiflung starren die Überlebenden durch die Kuppel in die Endlosigkeit über ihnen, als sich auf einmal eine leuchtend grüne Halbkugel in ihr Blickfeld schiebt. Ist es denn möglich? Sirius! Schon längst hat die Neuschwabenland den Orbit der neuen Heimat erreicht. Das Opfer war nicht umsonst. Ein Hoffnungsfunke lodert auf in dem Mann. Es gäbe nur eine Möglichkeit, das Schiff zu verlassen: die Landungskapseln. Der Mann und sein Gefolge machen sich auf den Weg, und schon bald erreichen sie die gewaltigen Abschussrampen der Neuschwabenland. Von den tausenden Landungsmodulen haben nur einige wenige die Wirren der Zeit überstanden. Ein paar Dutzend Männer und Frauen kauern sich in die leeren Frachträume, die für Hunderte gemacht waren und angefüllt mit Vorräten ihr Ziel hätten erreichen sollen. Es ist Zeit. Sie sagen noch Lebewohl zu Solneck, dessen greises Maschinenauge ihnen väterlich hinterherblickt. Dann verriegeln sie hinter sich die schweren Luken der Kapseln. Initialisiere Zündung der Abschussdüsen in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Der Mann verlässt als erster die Kapsel. Im grünen Dämmerschein der fremden Sonne erblickt er am Himmel die Umrisse des Mutterschiffs, das den Planeten wie ein Mond umkreist. Sein Blick schweift über die sich vor ihnen erstreckende Ödnis. Sand, rotbrauner Sand, soweit das Auge reicht. Er denkt an die vielen, die es nicht geschafft haben, an die Landschaften der Kindheit. Für einen Moment schweigen alle. Und dann, in der Umarmung des Ungewissen, fühlen sie zum ersten Mal die Luft des anderen Planeten.